Samsung gegen LG ist schon seit ein paar Jahren das große Battle in der Welt der Fernseher. Jetzt wird es aber eigentlich noch spannender, weil jetzt beide auch selber OLED-Panels herstellen. Die unterscheiden sich aber grundlegend und deswegen geht es in diesem Video um QD-OLED versus normales OLED. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de. Und in diesem Video wollen wir nicht einfach zwei bestimmte Fernseher vergleichen, sondern wirklich die beiden Display-Technologien von Grund auf erklären, um sie dann im Detail zu vergleichen. Wenn ihr direkt zu den expliziten Empfehlungen skippen wollt, dann nutzt am besten die Timecodes in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine ganze Menge an Links zu weiterführenden Artikeln und Videos sowie zu den aktuellen Angeboten. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann drückt auch gerne die Buttons für Abo, Glocke oder Daumen nach oben. Jetzt schon vielen Dank dafür. OLED ist die Abkürzung für Organic Light Emitting Diode. Pars pro toto steht OLED auch für Displays oder Fernseher mit OLEDs als Lichtquelle. Bei diesen leuchtet dann jedes Pixel selbst und somit ist perfektes Schwarz und ein immenser Kontrast möglich. Bis 2021 wurden quasi alle OLED-Panels von LG Display hergestellt. Diese wurden dann von fast allen Herstellern in Fernsehern verbaut, also zum Beispiel bei LG, Panasonic, Philips, Sony, Löwe, nur um ein paar zu nennen. Lediglich der größte TV-Hersteller, nämlich Samsung, hat in den letzten Jahren nur auf QLED, also LCD-Fernseher mit Quantum Dots gesetzt. Seit 2022 gibt es jetzt aber auch von Samsung Display wieder OLED-Panels. Und diese QD-OLEDs kommen bisher bei Samsungs eigenem S95B und bei Sonys A95K zum Einsatz. Um den Unterschied zwischen OLED und QD-OLED zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen. Bei Bildschirmen besteht ein Pixel oft aus einem roten, einem grünen und einem blauen Subpixel. Mit diesen drei Grundfarben können alle anderen erzeugt werden. Leuchten alle, ist das für uns weiß. Geht man aber ganz nah ran, kann man immer wieder die drei Farben erkennen. Und genau an dieser Stelle liegen die großen Unterschiede zwischen OLED und QD-OLED. Werfen wir jetzt am besten einen Blick auf den Querschnitt eines OLED-Pixels. Unten sind die verschiedenfarbigen OLED-Schichten übereinander. Zusammen ergeben diese weißes Licht. Darüber ist, ähnlich wie bei LCDs, ein Farbfilter für jedes Subpixel. Bei den OLEDs von LG gibt es 4 Subpixel, nämlich neben den farbigen, bei denen die anderen Farben rausgefiltert werden, auch noch ein weißes. Beim weißen Subpixel wird einfach das komplette Licht durchgelassen. Das weiße Subpixel ist nötig, damit höhere Spitzenhelligkeiten erreicht werden können. Bei dieser WRGB-Pixelstruktur leuchten übrigens nie alle Subpixel gleichzeitig. Wegen dieser Struktur nennt man die OLED-Panels von LG dann auch WRGB-OLED oder WOLED. Betrachtet man den Querschnitt eines QD-OLED-Pixels, dann sieht die Sache ganz anders aus. Es kommen nämlich nur mehrere Schichten blauer OLEDs zum Einsatz. Im roten und grünen Subpixel wird dann das blaue Licht in die andere Farbe konvertiert. Dieser Prozess ist deutlich effizienter als Farben herauszufiltern. Daher ist auch kein weißes Subpixel nötig, um höhere Spitzenhelligkeiten zu erreichen. So ergeben sich auch reinere Grundfarben, was man an diesen klaren Spitzen des Spektrums vom QD-OLED-Fernseher erkennt. Und der größte Mehrwert von QD-OLEDs wird hieraus auch direkt ersichtlich. Denn wegen der Quantum Dots können satte Farben sehr hell werden. Bei den WRGB-OLEDs ist die Farbe dann entweder satt und nicht so hell oder sie ist hell, aber nicht so satt, weil auch das weiße Subpixel eben mitleuchten muss. Somit werden vollgesättigte Farben deutlich heller auf dem QD-OLED. Verstärkt wird dieser Unterschied übrigens durch den sogenannten Helmholtz-Kohlrausch-Effekt. Also dass der Mensch Farben umso heller wahrnimmt, desto gesättigter sie sind. Anders gesagt, alles hier links von mir hat dieselbe Helligkeit. Überprüfen können wir das ganz einfach, indem wir den Schwarz-Weiß-Filter anmachen und keine Farbflächen mehr sehen. Gerade beim Vergleichen muss man immer vorsichtig sein. Das hier neben mir ist rot. Es ist sogar sehr rot, könnte man sagen. Aber sobald ich eine noch rotere Fläche daneben lege, wirkt es direkt schlechter. Und das ist ein Punkt, warum ein QD-OLED im direkten Vergleich für die meisten einfach beeindruckender aussieht.
weil er hellere, sattere Farben erzeugen kann. Vielleicht nochmal kurz zum Rot. Welches Rot ist das jetzt? Das erste oder eben das gesättigtere? Okay, etwas unfair, denn es war keins von beiden. Hier ist das erste und hier das komplett gesättigte Rot. Was ich damit lediglich zeigen will, ist, dass viele Unterschiede erst im direkten Vergleich deutlich werden. Betrachtet man nur die Technologie der Panels, dann sieht es wirklich danach aus, dass QD-OLEDs den WRGB-OLEDs überlegen sind. So einfach ist es aber nicht, denn es kommt eben noch auf mehr Dinge an. Die OLED-Panels von LG Display wurden in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Gerade seit den ersten OLED Evo-Modellen mit verbesserten Panels in 2021 und der Addition von Heatsinks in den Spitzenmodellen von Panasonic, LG und Sony sind auch bei den klassischen OLEDs mittlerweile Spitzenhelligkeiten von über 1000 Nits drin. Und bei der Bildqualität geht es um mehr als nur rohe Leistung in Helligkeit oder Farben. Denn komplett satte, sehr helle Farben kommen gar nicht so oft vor. Beziehungsweise oft ist es auch Absicht der Filmemacher, die Sättigung aller Farben etwas herunterzusetzen, um einen bestimmten Look zu erzielen. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem Punkt, der gerade für uns echt schwierig ist. Denn wie bewertet man Bildqualität? Was ist besser? Neben den reinen Messwerten sind uns auch immer ganz reale Szenarien wichtig. Auf welchem Fernseher sieht derselbe Film aus derselben Quelle eben etwas besser aus? Das ist natürlich auch bei erfahrenen Experten wie Herbert immer ein bisschen Geschmackssache. Ja, und das ist jetzt das Stichwort. Denn vergleicht man den QD-OLED-Fernseher, also den S95B von Samsung oder Sonys A95K mit den besten WRGB-OLEDs wie einem LG G2 oder Panasonic LZW 2004, dann sind das alles super Fernseher. Die Unterschiede liegen dann in Details oder sind eben einfach die persönlichen Präferenzen. Nicht jeder möchte immer ein äußerst exaktes Bild. Viele aktivieren die ein oder andere Bildverarbeitung und das kann größere Unterschiede machen als die Art von OLED-Panel. Grundsätzlich können QD-OLEDs einen noch weiteren Farbraum abdecken und haben wegen der Quantum Dots auch die Möglichkeit, hellere, satte Farben zu erzeugen. Der Betrachtungswinkel ist schon bei normalen OLEDs riesig, aber bei QD-OLEDs ist er sogar noch etwas weiter. Und QD-OLEDs können heller werden, sowohl bei kleinen Highlights in High Dynamic Range als auch bei großflächig hellen Szenen. Das dreieckige Pixel-Layout der QD-OLEDs kann aber ein Nachteil sein, weil man dadurch Farbsäume an scharfen, kontrastreichen Kanten wie hier beim Text erkennen kann. Und außerdem führt die matte Beschichtung der QD-OLEDs dazu, dass schwarze oder sehr dunkle Inhalte in heller Umgebung heller wirken, als sie eigentlich sein sollten. Weiter wäre dann noch die eingeschränkte Auswahl. Einerseits was verschiedene Modelle angeht und natürlich auch was die verfügbaren Größen betrifft. Während es nur zwei QD-OLEDs in 55 und 65 Zoll gibt, sind es nur aus diesem Jahr über 20 Mal so viele herkömmliche WRGB-OLED-Modelle in 8 verschiedenen Größen von 42 bis 88 Zoll. Und zu guter Letzt darf man natürlich auch den Preis nicht vergessen. Denn QD-OLEDs sind noch relativ teuer und es gibt weder Vorjahresmodelle noch sehr viel QD-OLED-Konkurrenz. Sie kosten ähnlich viel wie die absoluten OLED-Spitzenmodelle von Philips, Sony oder Panasonic. Außerdem gibt es die WRGB-OLEDs auch einfach in mehr verschiedenen Preisklassen. Dieses Jahr hat man zum Beispiel einen 55 Zoll OLED schon mal für unter 700 € bekommen können. Wenn du jetzt gerade vor der Entscheidung QD-OLED oder normaler OLED stehst, dann kommt es auf 2, 3 einfache Fragen an. Geht es um einen Fernseher in 55 oder 65 Zoll? Suchst du nach dem größten Potenzial in High Dynamic Range?
Und möchtest du das Bild eventuell sogar mit stärkeren, helleren Farben als eigentlich vorgesehen genießen? Also wenn du zumindest die ersten beiden Fragen bejahen kannst, dann ist ein QD-OLED die richtige Wahl. Wir haben die beiden Optionen, den Samsung S95B und Sonys A95K, auch schon detailliert verglichen, um dir bei der Entscheidung zwischen den beiden zu helfen. Den Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Geht es um eine größere oder kleinere Größe oder soll es etwas günstiger sein, dann gibt es nur die normalen OLEDs. Und es kann auch von der präferierten Bildqualität oder persönlichen Situationen her besser sein, einen klassischen OLED zu nehmen. Geht es zum Beispiel um bestmögliche Xbox Gaming Performance, dann sind die LG OLEDs C2 oder direkt G2 am besten. Und will man einfach möglichst nah am Creative Intent der Filmemacher bleiben, dann ist ein Panasonic LZW 2004 wahrscheinlich die beste Wahl. Zum Schluss noch kurz zu Zukunftsspekulationen. Wir haben uns in diesem Video nur mit dem Ist-Zustand im August 2022 befasst. Es wurde zum Beispiel schon ein 97 Zoll OLED G2 von LG angekündigt, aber der ist noch nicht auf dem Markt, weswegen wir diese Größe dann auch aus diesem Video rausgelassen haben. Genauso gibt es auch schon Spekulationen über Weiterentwicklungen der beiden verschiedenen Arten von OLED-Panels, aber ob bzw. wann die wirklich kommen, kann man jetzt auch noch nicht sagen. Und ja, wir haben auch schon die Gerüchte über mehr Größen von QD-OLEDs gehört. Aber auch das sind bis jetzt nur Gerüchte. Und selbst wenn nächstes Jahr zum Beispiel ein 77 Zoll QD-OLED auf den Markt kommt, dann wird er im ersten Jahr vor allem eins, nämlich sehr teuer sein. Wir wissen, dass die Entwicklung noch weitergeht. Natürlich bei den QD-OLEDs und aber auch noch bei den WRGB-OLEDs von LG Display. Genauso wird irgendwann auch die nächste Technologie kommen, welche nochmal besser ist. Aber bis die für unser Eins wirklich zu haben ist, wird es schon noch ein paar Jahre dauern. Die Links zu den Tests und Videos der aktuellen OLED- und QD-OLED-Fernseher inklusive der jeweiligen Updates findest du alle unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir selbstverständlich auch aktuelle Angebote verlinkt, damit du die tagesaktuellen Preise auch direkt miteinander vergleichen kannst. Ja, und eigentlich kann man das ja jetzt wie bei Computern machen. Bist du Team Red oder Team Blue? LG Displays, WRGB OLEDs in 7 verschiedenen Größen oder Samsung Displays, QD OLEDs mit brillanteren Farben? Sag's uns unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt drauf und sag bis zum nächsten Stream oder Video. Macht's gut. Ciao.